Interviewpartner Günter Grass ist der international berühmteste deutsche Schriftsteller der Nachkriegszeit. Berühmt vor allem durch Romane und Erzählungen, Die Blechtrommel, Katz und Maus, Hundejahre, Der Butt und zuletzt 1995 Ein weites Feld. Berühmt und heftig umstritten auch durch seine lautstarken Einmischungen in die Politik als Intellektueller, in Deutschland kein ganz gewöhnlicher Vorgang. Grass ist in zweiter Ehe verheiratet, er hat 6 Kinder, 2 hat seine Frau in der zweiten Ehe mitgebracht, 8 Kinder. Sehen Sie zur Person Günter Grass. Mitte Oktober dieses Jahres, Herr Grass, haben Sie in einer Rede in der Frankfurter Paulskirche die Bundesrepublik Deutschland und ihre Regierung scharf kritisiert, wegen restriktiver Asylpolitik und wegen Waffenexporten an kriegsführende Staaten. Als Beispiele dienten Ihnen das amtliche Verhalten gegenüber Kurden und Waffenlieferungen an die Türkei. Es gab darüber eine heftige, aber relativ kurze öffentliche Debatte. Inzwischen hat sich nach meinem Eindruck alles wieder beruhigt. Trügt mich meine Erinnerung oder sind wir früher nicht so schnell zur Tagesordnung übergegangen hierzulande? Zum einen habe ich eine Laudatio gehalten auf einen bedeutenden türkischen Schriftsteller, Yasa Kemal. Ja. 3/4 der Rede beschäftigen sich mit seinem breiten epischen Werk. Und zum Schluss habe ich aus seinem politischen Leben und meinen politischen Erfahrungen die Türkei und Deutschland betreffend Schlüsse gezogen. Das erregte Anstoß. Die Debatte war gar nicht so kurz für unsere gegenwärtigen Verhältnisse. Sie zog sich über 4 Wochen hin und mein Verlag wird im Januar eine Dokumentation über diese ganze Auseinandersetzung auf den Buchmarkt bringen. Als Gedächtnisstütze und auch um Ihre Frage jetzt genauer zu beantworten. Natürlich gibt es da Vergleichbares zu zurückliegenden Sachen. Und es stimmt sicher, dass wir heute in einer schnelllebigen Zeit leben, dass die Bereitschaft zum Vergessen oder zur Seite schieben ist sogar Programm geworden. Und dagegen anzustinken ist schwer. Sie tun es unverdrossen. Und bevor ich dazu etwas frage, vorab gefragt, natürlich ist es immer so, ist das Glas halb voll oder halb leer. Sie, der Sie diese Debatte vom Zaune gebrochen haben, ganz bewusst, so wie Sie es eigentlich Ihr ganzes politisches Leben über getan haben, und danach werde ich fragen. Sie sagen eher, wieso, das Glas ist doch halb voll. Andere könnten sagen, es ist halb leer, die Aufregung legt sich viel schneller wieder. Wir sind nicht mehr, woran liegt es, wenn es denn dann doch so wäre? Sind wir nicht mehr der Besinnung so fähig? Leiden wir unter einem Übermaß an Informationen, die wir gar nicht mehr verarbeiten können? Sind wir im Ganzen gleichgültiger geworden? Ich will Ihnen, obwohl es so klingen könnte, nichts einreden. Widersprechen Sie. Aber mein Eindruck ist es. Also alles, was Sie sagen, stimmt sicher und insgesamt bildet das ein Bild dessen ab, was bei uns so an Alltäglichem ist. Und dieses Alltägliche ist eigentlich der Hauptwiderstand, mit dem wir zu tun haben. Wenn die Tatsache, dass über 4000 Menschen, die nichts Kriminelles getan haben, dennoch in Abschiebehaft, also hinter Schloss und Riegel sitzen, ist das für einen Rechtsstaat ein unmöglicher Zustand. Dennoch hat die Alltäglichkeit dazu beigetragen, dass sich bis in die Presse hinein, bis in die Medien hinein der Gewöhnungsprozess durchgesetzt hat. Man berichtet nicht darüber. Ich habe das, was ich in der Paulskirche gesagt habe, an anderen Stellen immer wieder gesagt, angemahnt. Kein Mensch hörte zu. Es musste die Paulskirche sein, es musste der Börsenverein des deutschen Buchhandels sein, es musste diese Art Aura sein, um ein gewisses Zuhören, Aufhören, Erschrecken herzustellen. Sicher, das weiß ich seit vielen Jahren, dass die Wiederholung im Gegensatz zu meinem sonstigen literarischen Tun zur Politik gehört. Sonst ist mit Zuhören überhaupt nicht zu rechnen. Warum resignieren Sie nicht? Weil ich mir nicht endliche Ziele gestellt habe. Ich bin nicht vom Prinzip Hoffnung getragen. Also entsprechend ist auch bei mir die Gefahr der großen Enttäuschung, die in Resignation und dann in Zynismus umschlägt, relativ gering. Hat sich durch das, was Sie auf meine einschlägige Frage hin an Veränderung in unserer Gesellschaft
skizziert haben, hat sich dadurch auch die Rolle der Intellektuellen verändert? Die ist immer eine schwierige gewesen. Also wenn man jetzt vorliegende Bände über den Briefwechsel mit Hans-Werner Richter, wunderbares Buch, Gruppe der 47. Hintergrund der Gruppe 47 mal durchblättert, das ist auch ein Stück Geschichte der Bundesrepublik, oder die beiden Bände der deutschen Akademien in Ost-Berlin und West-Berlin, dann sieht man, wie umstritten die Rolle der Intellektuellen immer wieder gewesen ist. Nur, es ist nie so zum Programm erhoben worden. Zur Buchmesse 90 war in der Zeit und in der FAZ standen 2 Leitartikel, die das Ende der Nachkriegsliteratur verkündeten, die die gesamte Kulturleistung in der DDR, die gegen eine Zensur errichtet worden war und erarbeitet worden war, wie vieles andere auf den Müllhaufen schmeißen wollten. Da war Programmatik dabei. Da sollte der Schriftsteller in einen, wie auch immer zu definierenden Elfenbeinturm gebannt werden. Diese Versuche hat es zwar immer gegeben, aber nie so massiv wie nach 1990. Ist das eine Entwicklung nach rechts hin? Oder sagen Sie, mit den Begriffen will ich nichts zu tun haben? Also im Politischen kann ich schon, allein schon indem ich das, was als rechts zu bezeichnen ist, kann ich auch meine linke Position und umgekehrt. Ich habe da keine Schwierigkeiten mit links und rechts. Dafür ist nach wie vor zu wenig Gerechtigkeit auf dieser Welt und zu viel verbrämtes Unrecht in den Programmen drin. Das ist also keine Schwierigkeit. Rechts und links zu unterscheiden. Ja, das ist keine Schwierigkeit. Wo das hin will, ich neige nicht dazu, also auch das Ausflippen einiger Kollegen von mir, die vormals weit links von mir standen und die nun aus einem, wie auch immer zu definierenden Lager heraus mehr eine rechte Position einnehmen. Auch die würde ich nicht unter rechts abbuchen. Da machen wir es uns zu leicht. Nicht? Das ist eine Entwicklung, die wir in Deutschland in der Romantik auch gehabt haben. Wenn ich an Schlegel und viele andere denken, die für damaliges Verständnis radikal links angefangen haben, vielleicht es den Begriff damals in dem Maße noch nicht gab, und wie rasch sie dann Friedrich Schlegel als Zuarbeiter von Metternich gelandet sind. Also nennen wir es beim Namen. Ist das nichts Neues. Martin Walser hat weiter links gestanden als Sie. Ja. Und steht heute politisch, so wie Sie es nach wie vor zu orten bereit sind, weiter rechts als Weiter Sie. rechts, aber ich würde nie als einen Rechten bezeichnen. Ja. Niemals. Und aber wie erklären Sie... Und ich habe noch, das als Zusatz, Bitte. ich habe nach wie vor zu ihm ein kollegiales Verhältnis, sogar ein freundschaftliches und dennoch streitbares. Diese beiden Positionen, die wir zum Beispiel bei der Einschätzung der deutschen Einheit haben, sind offenbar nicht zu versöhnen. Dennoch muss es möglich sein, dass wir uns einen Ton angewöhnen, in dem diese zu schnelle Bereitschaft, jemand, der sein Lager verlässt, irgendwo hinrückt, eine Meinung vertritt, die ich nicht teilen kann, gleich als rechts zu diffamieren. So wie wir es ja jahrelang und jahrzehntelang immer wieder erlebt haben, dass so wie man eine linke Position einnahm, einem an den Hals gewünscht wurde, doch in die DDR zu gehen oder sonst wohin. Heute übrigens wünscht man mir an den Hals, dass ich nach Kurdistan gehe. Gut, das liegt dann im aktuellen Beispiel aus der Frankfurter Paulskirche. Na, es liegt auch an der Bereitschaft, jemand, der unbequem ist, sonst wohin zu verwünschen. Ganz gewiss. Schwierige Frage, und wir kommen im anderen Zusammenhang darauf zurück. Wenn Sie jetzt so sagen, was eigentlich das Zivilisierte ist, nämlich dass Freunde von mir, Kollegen, einen Namen habe ich genannt, aber ich möchte es jetzt nicht an Martin Walser festmachen, heute weiter rechts stehen, als sie früher standen, während ich im Vergleich zu ihnen immer noch links bin oder sogar inzwischen weiter links, weil die nach rechts gegangen sind, ohne dass ich mich viel verändert habe. Wenn Sie sagen, was der zivilisierte Standpunkt ist, daraus darf man doch keine Feindseligkeit machen. Ja, aber es ist das nach wie vor eingeübte Verhalten. Darauf geht meine Frage. Was leider eben beide Lager betrifft, dass man zwischen Gegnerschaft und Feindschaft nicht unterscheiden kann. Ja, und das ist meine Frage. Sie sind ganz sicher, dass Sie nicht so ängstlich, so besorgt, so beunruhigt über die Entwicklung im Land sind, dass es beinahe ein bisschen wie Pfeifen im Walde ist, wenn Sie sagen, deswegen doch keine Feindschaft. Weil Sie eigentlich Ihr Leben lang
für zivile Umgangsformen in der Politik und nicht nur in der Politik gefochten haben und weil sie im Walde pfeifen, weil sie Angst haben, dass diese zivilen Umgangsformen, nicht Walser-Getz gemeint, sondern die Entwicklung insgesamt, sich so verändert, dass man Angst kriegen kann? Sie sind ja schon umgeschlagen. Also was ich hier gelegentlich bei politischen Auseinandersetzungen erlebe oder auch wenn ich ein Buch herausgebe, das hat dann nichts mehr mit Literaturkritik zu tun, sondern mit Feindschaft. Und das artikuliert sich auch so. Wobei für mich das Verhalten aus einer Gegnerschaft heraus ja nichts Schwaches ist. Ich bin als Gegner bin ich mit meinen Argumenten viel genauer und auch treffender, als wenn ich mich als Feind darstellen würde. Da kommt dann der berühmte Schaum vor den Mund und auch der ungenaue Blick dazu. Ist die Fähigkeit zur Feindschaft größer geworden in den letzten Jahren? Wiederum. Und zwar merkwürdigerweise aus einem irrationalen Verhalten heraus. Die Feindschaft, die wir während der Zeit des Kalten Krieges auf beiden Seiten erlebt haben, war ja ideologisch bestimmt. Die Gegenseite ist weg. Man konnte aufatmen oder hätte aufatmen können nach 90. Das, was jahrzehntelang die Politik insgesamt belastet hat, zu wahnsinnigen Ausgaben, Rüstungen, Wettrüsten, Überrüstungen geführt hat, schien vorbei zu sein. Und nun auf einmal sieht sich die westliche Seite als Sieger wie vereinsamt und konstruiert sich wieder Feinde, weil das eingeübte Verhalten sonst ins Leere laufen würde. Leben Sie heute weniger gerne in Deutschland als vor 30 Jahren? Es ist anstrengender für mich geworden, aber das ist hier mein Ort, das ist meine Sprache, das ist das politische, historisch bedingte Gepäck, das ich als Deutscher zu tragen habe, an dem auch meine Kinder und Kindeskinder tragen, obgleich sie nicht eine Spur schuldig geworden sind an den zurückliegenden Systemen. Und das verbindet mich mit dem Land. Aber ich muss schon 3-mal im Jahr muss ich so Distanz nehmen und dann relativ erholt in mein anstrengendes Vaterland zurückkehren. Sind Sie gut im Nehmen oder neigen Sie nach Ihrer Selbsteinschätzung mit dem wachsenden Alter zu Empfindlichkeiten? Das ist eine schwierige Frage. Ich stand oft in Situationen, in denen ich mir eine dickere Haut gewünscht hätte, um nicht getroffen zu werden. Und das ist dann eine Entscheidung, die jemand treffen muss in einer solchen Situation. Lässt er sich nun, was man unter Umständen herstellen kann, eine dicke Haut wachsen, dann ist er weniger zu treffen. Aber gleichzeitig nimmt auch die Empfindsamkeit ab. Man merkt dann andere Dinge nicht mehr. Und ich habe mich dazu entschlossen, mir keine dicke Haut wachsen zu lassen. Also wenn ich persönlich und feindschaftlich angegriffen werde, trifft mich das auch. Zur Person Günter Grass. Geboren am 16. Oktober 1927 in Danzig. Die Eltern betreiben ein Kolonialwarengeschäft im Vorort Langfuhr. Die Mutter ist kaschubischer, also slawischer Abstammung. Günter Grass folgt dem deutschen Lebenslauf seiner Zeit. Vom Danziger Gymnasiasten wird er zum Flakhelfer, kommt zum Arbeitsdienst und schließlich noch zur Großdeutschen Wehrmacht. Bei Kriegsende verwundet, als 17-Jähriger bis 1946 in amerikanischer Gefangenschaft, dann entlassen ins Nachkriegsleben nach Westdeutschland. Hitlers Tod, Herr Grass, Hitlers Tod, die Niederlage Deutschlands, hat das den jungen Günter Grass erschüttert oder war er darüber schon hinaus oder war er nie in diese Richtung, vielleicht von Hause aus, eingestimmt worden? Nein, von zu Hause her und von meinem ganzen Umfeld her war ich, ohne es fanatisch zu betreiben, auf den Nationalsozialismus, das heißt auf Hitlerjugend eingestimmt. Und ironischer und blödsinnigerweise bedurfte es einer merkwürdigen Situation, um mir das Grauen und das immense Ausmaß der deutschen Verbrechen deutlich zu machen. Ich habe nach 1945 auch noch in der Gefangenschaft all das, was man mir erzählte, für nach wie vor für feindliche Propaganda gehalten. Und erst in einer Rundfunksendung vom Nürnberger Prozess her, wo mein ehemaliger Reichsjugendführer Baldo von Schirach diese Verbrechen zugab, traf mich das ganz und gar. Und dann fiel ich allerdings in ein Loch. Da brach vieles zusammen, was sich über die Kapitulation stückweise noch erhalten hatte. Können Sie sagen, wie Sie aus dem Loch rausgekommen sind?
Ja, ganz gewiss. Ich bin aus dem Loch rausgekommen. Aber das Thema ist... Wie sind Sie aus dem Loch rausgekommen? Indem ich mich, was im Westen ja nicht so einfach war, auf freier Wildbahn orientiert habe. Indem ich, bei mir hatte die Schule mit 15 Jahren aufgehört, also alles, was ich so gemacht habe, ist ein mühsamer, von Irrwegen begleiteter Selbstbildungsprozess gewesen. Ich habe mich kundig gemacht über unter anderem, neben all dem literarischen Neugierden oder in der bildenden Kunst, die die Hauptsache ausmachten, wie konnte es dazu kommen in der Weimarer Republik? Wie ist die zusammengefallen? Da habe ich Nachhilfeunterricht erfahren. Ich habe zum Beispiel in einem Bergwerk gearbeitet, 46, 47, 46 war es, im Kalibergwerk, und da gab es oft Stromsperre und da haben sich die Arbeiter gestritten. Nazis, Sozialdemokraten, Kommunisten. Und nach kurzer Zeit verbündeten sich immer die Nazis mit den Kommunisten gegen die Sozialdemokraten. Ich bekam also eine Lektion, wie es in den Schlussjahren der Weimarer Republik zugegangen ist. Daraus habe ich auch nicht sofort, aber Stück für Stück meine Lehre gezogen. Sie erlernen das Steinmetz-Handwerk, werden als Bildhauer und Grafiker ausgebildet, beginnen aber auch zu schreiben, Herr Grass. Ihre Doppelbegabung wird deutlich, die bis auf den heutigen Tag anhält. Grafiker, auch darin bedeutend, und Literat, zunächst Lyriker, Theaterschriftsteller, dann Prosadichter, Autor von Romanen und Erzählungen, damit weltberühmt. Wie ist das Leben mit einer solchen Doppelbegabung? Ist es eine wechselseitige Befruchtung? Steht manchmal die eine Begabung der anderen im Weg oder kann man sich gelegentlich bei der einen vor der anderen ausruhen? Diese Frage ist mir oft gestellt worden und ich wundere mich immer darüber. Für mich ist das nie ein Problem gewesen. Ich nehme an, meine Mutter war es, die mir diese beiden Talente mitgegeben hat. Und wenn man so etwas mitbekommt, muss man was daraus machen. Und ich habe sehr rasch gemerkt, dass beide Dinge sich ergänzen, sich ins Wort fallen, sich korrigieren, einander anstiften. Also wechselseitige Befruchtung. Wechselseitig, wenn Sie es so kurz beantwortet haben wollen, auch so kurz gesagt, ja. Wenn ich Sie länger hätte reden lassen, was hätten Sie noch hinzugefügt? Da hätte ich Situationen genannt, wie zum Beispiel eine vor über 10 Jahren in Kalkutta, wo ich ein halbes Jahr mit meiner Frau gelebt habe und wo mir die Worte ausgingen, angesichts der Situation dort in den Slums. Wegen des Elends. Wegen des Elends. Und da hat mir das Zeichnen geholfen, indem ich skizziert habe, indem ich mit dem Zeichenblock, was möglich war, nie mit einem Fotoapparat, ich fotografiere nicht, zu zeichnen, Wirklichkeit wahrzunehmen. Und mit dem Prozess des Zeichnens kamen dann auch wieder die Wörter. Im Jahr 1959 erscheint Ihr bis heute berühmtester Roman Die Blechtrommel. Geschrieben in Paris, wo Sie kärglich gelebt haben. Nun leben Sie... Kärglich, aber lustig. Nun leben Sie in West-Berlin. Der Ruhm kommt über Sie. Was bedeutete das für Ihr Leben damals und bis heute? Also der Ruhm überfiel mich mit der Blechtrommel. Sie haben recht, das ist allerdings in dieser Reihe für mich nicht der beste Roman. Der beste ist in dem Bereich. Danach habe ich nicht gefragt. Der beste ich werde trotzdem sagen, dass es Hundejahre ist. Jedenfalls kam der Ruhm mit diesen 3 ersten Büchern und das machte Spaß zu Anfang. Blechtrommel, Katz und Maus und Hundejahre. Und das machte Spaß und gab mir, was sehr wichtig war, für mich bis heute wichtig ist, finanzielle Unabhängigkeit. Und dann stellte sich bald heraus, dass dieser Ruhm ziemlich langweilig ist. Dass er bei der Arbeit stört, dass man ihn vor der Tür lassen muss. Und da ich ein sehr arbeitsintensiver Mensch bin und immer jeweils an neue Projekte gebunden bin und das Blatt Papier jeden Morgen entsetzlich weiß ist und der Ruhm nicht hilft, gelingt es mir, ihn zu vergessen. Muss es mir gelingen, ihn zu vergessen, denn sonst könnte ich nicht arbeiten. Man rühmt Ihnen als Autor nach, Herr Grass, ein großer, gelegentlich ausufernder Erzähler zu sein. Haben Sie im Laufe Ihres Schriftstellerlebens ein Arbeitssystem entwickelt? Ich habe das mal, als Sie am Butt arbeiteten, sehen können, weil ich seinerzeit gelegentlich bei Ihnen zu Hause war und diese Wandtafel sah, wo Sie skizzierten den Aufbau des riesengroßen Romans, an dem Sie arbeiteten und wo Sie so genau aufbauten, dass Sie am Ende bis auf einen Bogen, 16 Seiten, Druckseiten in einem Buch, wussten, so dick, muss ich meinem Verleger sagen, wird dieses Buch. Haben Sie dieses Arbeitssystem so sehr verfeinert, dass Sie
mit dessen Hilfe den Stoff, aus dem Sie ein Buch machen wollen, gliedern und zuverlässig bewältigen können? Oder ist es Ihnen auch widerfahren, dass Sie an der Stofffülle, die ein Teil Ihrer Begabung ist, gescheitert sind? Also ich stehe jedes Mal, wenn es sich um einen epischen Roman handelt, vor einer Geröllhalde von Material. Und das, was Sie berichtet haben, diese Pläne, ausufernden Pläne und sich wiederholenden Pläne, sind wiederkehrende Versuche, diese chaotische Stoffmasse zu ordnen. Dann kommen erste Gedichte, erste Zeichnungen, die... Immer in Bezug auf das Prosawerk. Auf die Stoffmasse, ja, die Stoffmasse immer noch, die diese ganze Geröllhalde vermessen. Und dann beginnt der Schreibprozess und damit sind alle Pläne so gut wie hinfällig. Und dennoch waren sie notwendig als Vorarbeit. Weil mit dem Erzählprozess fiktive Figuren entstehen, die, wenn sie gelungen sind, ihr Eigenleben entfalten, die dem Autor im Schreibprozess widersprechen. Die Fahrt geht dann oftmals, ich will nicht sagen generell woanders hin, aber es ist ein Wechselspiel zwischen Autor und Personen, wo die Freiheit des Autors auch relativ beschnitten ist. Zur Person der intellektuelle Grass, der sich politisch einmischt. Wenn Sie nach dem Krieg nicht in die Westzone, in den westlichen Teil Deutschlands verschlagen worden wären, sondern in die sowjetische Besatzungszone, in die spätere DDR, hätten Sie ein Kommunist werden können? Das kann ich nicht verneinen, denn meine Generation befand sich nach 1945 in einem Vakuum. Mit den Erfahrungen von heute bin ich froh, dass ich auf die freie Wildbahn des Westens entlassen wurde. Ich musste mir meine Position selber suchen. Und ich weiß von Gleichaltrigen in der DDR, denen kaum hatten sie das Braunhemd ausgezogen, das Blauhemd angeboten wurde und sie zogen es an. Sie kippten also aus einer Ideologie in die andere. Es entstand keine Zwangspause, die notwendig gewesen wäre. Diese Art von Beschädigung und Verlust bemerke ich in Diskussionen heute noch mit Altersgenossen aus der ehemaligen DDR. Ich sage das, weiß Gott, nicht mit Triumph, sondern ich empfinde mich als bevorteilt, weil ich im Westen die Möglichkeit hatte, mich selbst zu finden. Sie hätten Kommunist werden können. Das kann ich nicht ausschließen, natürlich, weil das Vakuum da war und das macht es mir auch unmöglich. Diese Einsicht macht es mir auch unmöglich, den Stab zu brechen über jemanden, der dieses Angebot aus der einen Ideologie ins andere, aus dem Braunhemd ins Blauhemd zu schlüpfen, wahrgenommen hat. Das heißt, Sie sagen nicht, ich bin sicher, ich wäre allen Versuchungen widerstanden. Ich hätte allen Versuchungen widerstanden, was ein bisschen die Attitüde bestimmter westdeutscher Sieger ist. Nein, ich meine, die Leute meines Alters standen auf einmal Emigranten gegenüber, die gegen Hitler gekämpft haben, die in die Emigration gegangen waren. Da waren Vorbilder da, Vorbilder, die oft trügerisch waren. Und die Vorbilder haben dann ihre Zöglinge auch weidlich im Stich gelassen, was die Geschichte der DDR betrifft. Das war im Westen nicht vorhanden. Die mussten mühsam gesucht werden, die Personen, an denen man sich orientieren konnte. Da war zum Beispiel dann mein Lehrer Pankok auf der Kunstakademie in Düsseldorf, dessen Atelier voller Zigeuner war, die eben nicht nur Modelle waren, mit denen er gelebt hat. Das war dann prägend. Und andere Dinge, nicht? Das musste gesucht werden. Und ich kann das wohl verstehen, dass man sich dann in eine, wie sich herausgestellt hat, falsche Position hineinbegeben hat. Dem Hochmut, wir gehören zur Siegermacht hier in Ostdeutschland. Hier gibt es keinen faschistischen Staat mehr. Der faschistische Staat ist drüben. Diese bequeme Ausrede hat zu großen Fehlentwicklungen, zu folgenreichen Fehlentwicklungen in der DDR geführt, weil man sich eben nicht die Mühe gemacht hat, gegen den Strom des Vergessens, den es im Westen gab, gegen anzuschreiben, die Themen am Leben zu halten. Man glaubte doch, das Thema sei erledigt. Man habe nur noch mit Zukunft zu tun. Wohin ist die Entwicklung seit der staatlichen Vereinigung der beiden deutschen Staaten auf der westlichen Seite, die die tonangebende ist, ein bisschen vergleichbar, weil jetzt wir vergessen,
dass das Vergangene auf eine andere Weise als nur aus den Akten bewältigt werden muss und dass das nicht überwunden ist durch den Sieg des Westens? Gibt es da vergleichbare Entwicklungen? Besteht die Gefahr? Dieser ganze Einheitsprozess, ich will jetzt nicht auf die einzelnen Fehler eingehen, leidet darunter, dass sich der Westen nicht in der Lage sah zu akzeptieren, dass im Gegensatz zu den 60 Millionen im Westen 16 Millionen in der ehemaligen DDR 40 Jahre lang unter den Verhältnissen einer Diktatur gelebt haben. In einem anderen System sich ganz anders einrichten mussten, ganz andere Entwicklung hatten, ganz andere Beschädigungen. Womit ich sage, dass es die Beschädigungen im Westen auch gegeben hat. Nur sind die anders gelagert. Nur die Siegermacht glaubte sich davon frei. Westen. Ja, der Westen glaubte, sich damit nicht beschäftigen zu müssen. Die sagten, wir bringen euch das Geld und jetzt macht's wie wir und dann läuft's schon gut. Weder das eine noch das andere klappte. Und die Fremdheit, die selbstverständlich nach 40 Jahren eingerissen war, ist seitdem sogar noch größer geworden. Das ist, glaube ich, das größte Fehlergebnis, das der Westen bewerkstelligen konnte. Sie haben gern das Pragmatische an der Sozialdemokratie, die Sie oft unterstützt haben, gelobt, besungen, Herr Grass. Wie halten Sie es mit dem Utopischen? Also ich bin für pragmatisches Verhalten. Ich weiß, dass wir nur aufgrund von Kompromissen leben. Und Kompromiss ist ein wichtiges Werkzeug der Politik. Aber ich bin gegen die Erhebung des pragmatischen Verhaltens in eine Ideologie des Pragmatismus. Und das ist die große Gefahr, die im pragmatischen Verhalten liegt. Was nun die Utopie angeht, Utopien beschreiben immer ein Endziel. Deswegen kommen sie für mich nicht in Frage. Ich bin für Perspektiven, die in die Zukunft hinein entwickelt werden und die dauernd der Revision bedürfen. Also ich bin als demokratischer Sozialist bin ich zugleich ein unverbesserlicher Revisionist. Warum sind Sie eher rot als grün? Weil für mich die Frage der ausgleichenden Gerechtigkeit oder des immer mehr an Gerechtigkeit, und wenn sie verloren geht, des Wiederherstellens von Gerechtigkeit primär ist. Das Grüne, das dazugekommen ist und auch bei mir Inhalt der Sache ist miteinander zu verbinden. Dem jetzigen Zustand von, wenn wir von beiden Parteien reden, Grüne und Sozialdemokraten, den muss man ins Stammbuch schreiben, dass die Sozialdemokraten sich wieder um grüne Themen mehr bemühen, wie es ein Erhard Eppler schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt gemacht hat, als es die Grünen noch gar nicht gab. Und die Grünen müssen immer wieder daran erinnert werden, dass die besten ökologischen Programme nur der Bevölkerung nahegebracht werden können, wenn das soziale Verhalten mitgedacht wird. Sie haben zum ersten Mal 1961 für Willy Brandt in mehreren Wahlkämpfen für die SPD geworben. Gelegentlich im leicht pathetischen Stil des amerikanischen Dichters Walt Whitman aus dem 19. Jahrhundert, Dich singe ich, Demokratie. Nun, Herr Grass, zur Demokratie gehört auch das sogenannte gesunde Volksempfinden, das von Ihren politischen Vorstellungen gewöhnlich weit entfernt ist. Kommen Sie nicht gelegentlich in ein Grübeln über die Demokratie, über die Herrschaft von Mehrheiten, über Emotionen, die Stimmungsdemokratie erzeugen? Also gesundes Volksempfinden ist in Demokratien von demagogischen Politikern, aber also auch von Staatswegen in Diktaturen immer wieder bemüht worden mit dem jämmerlichen Ergebnis auf beiden Seiten. Was an der Demokratie fragwürdig ist und bleiben wird, ist ihre Langsamkeit. Dennoch weiß ich keine Alternative. Der Gang der Schnecke. Der Gang der Schnecke, und wir leben in einer Zeit, in der durch technische Entwicklungen Dinge in Gang gesetzt worden sind und uns enteilt sind. Nehmen Sie nur die Entwicklung in der Genmanipulation, um nur diesen einen kleinen Bereich zu nennen, von Atomenergie und so weiter gar nicht zu sprechen. Und da ist die demokratische Gesetzgebung diesen Vorgängen um Dekaden hinterdrein. Die bekommt es nicht mehr zu fassen. Das gefährdet die Demokratie. Was kann daraus resultieren? Daraus kann Herrschaft wieder von Eigentümern und Experten?
Ich glaube, dass die Eigentümerfrage in den neuen globalen Verhältnissen gar nicht mal so eine große Rolle spielt. Das ist anonymes Kapital, anonyme Machtkonstruktionen über die Grenzen hinweg, fortschrittlich in einem verheerenden Sinn, weil es schon gar nicht mehr begriffen werden kann von der Masse der Bevölkerung, die davon betroffen ist. Und was wir jetzt schon sehr stark bemerken, dass also bestimmte Entscheidungen, die in Parlamenten getroffen werden, vorentschieden worden sind von der jeweiligen Lobby. Und das ist die Lobby der Banken, das ist die Lobby der Großindustriellen, der globalen Wirtschaft, wobei sich dann nun auch herausstellt, dass die Bewohner der Chefetagen als neue Asoziale aus den Gesellschaftsverträgen aussteigen. Von oben. Von oben aus. Es ist nicht mehr der Mann, der an der Ecke steht und nichts tun will, sondern es ist der Mann mit dem Mercedes, der vorfährt und der stolz seinen Aktionären verkündigt, wir haben in diesem Jahr in der Bundesrepublik keine Steuern bezahlt. Das sind die neuen Asozialen und das ist halt eine Schicht, die sich breit gemacht hat, die, so fürchte ich, auch in dem zukünftigen Europa so ausschließlich ökonomisch es organisiert wird, das Sagen haben werden. Wir sind eine Generation, Günter Grass. Was ist aus unseren guten Vorsätzen der Nachkriegszeit geblieben? Was ist geworden daraus? Nie wieder Militär, nie wieder Macht für das Land, in dem wir sind, lieber klein, klein. Was ist uns geblieben und warum sind Sie nicht Zyniker darüber geworden, weil so wenig geblieben ist? Ja, so wenig ist ja nicht geblieben. Es ist ja immerhin entgegen anderen Behauptungen, um jetzt auf meinen Beruf mich zurückzuziehen, in der Literatur gelungen und auch bis in benachbarte Bereiche hinein, dieses Thema deutsche Schuld und Verantwortung allen Verdrängungsprozessen entgegen immer wieder zu beleben. Das Thema ist von Generation zu Generation weitergereicht worden mit anderen Akzentsetzungen. Und das wird auch noch so anhalten. Es ist gelungen, dass zumindest von deutschem Boden kein Krieg ausgegangen ist. Über eine lange Friedensperiode, die wir in der europäischen Geschichte kaum gekannt haben. Es ist sogar bis 89, das Abrückeln fing vorher schon an, gelungen, den Kapitalismus, der per se etwas Raubtierhaftes oder einen Raubtiercharakter hat, ein wenig zu zivilisieren. Hat er sich nicht befreit? Er hat sich, ich sag ja, bis 89 gelungen. Jetzt haben wir wieder den Raubtierkapitalismus des 19. Jahrhunderts. Und es stellt sich die Aufgabe, und damit beantworte ich Ihre Frage, was mich daran hindert, zynisch zu werden, ihn wieder zu zivilisieren. Eine mühsame Aufgabe. Ich hoffe darauf, dass es sogar Vertreter des Kapitalismus gibt, die merken, dass sie ihr eigenes System mittlerweile zerstören und die bereit sind, in einen Dialog einzutreten, in dem es von allen Beteiligten her möglich ist, diesen Kapitalismus, der sich selbst zugrunde richtet, wieder zu zivilisieren. Sie haben für Willy Brandt gestritten, gesungen wie Walt Whitman. Und als Bundeskanzler Brandt 1973 in seiner Politik Ermüdungserscheinungen zeigte, haben Sie ihn öffentlich scharf kritisiert, was allgemein als ein Abrücken des Freundes Grass verstanden wurde. Warum öffentlich? Ja, die Wählerinitiative, die ich damals vertreten habe, war auch eine öffentliche Angelegenheit und das gehörte zu Willy Brandts und meinem Selbstverständnis, dass wir auch damit so umgehen. Und er hat es nicht so verstanden. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das können wir beide nicht so richtig beurteilen, denn Willy Brandt war ein sehr verschlossener Mensch. Das ist richtig, ja. Wenn es ihn nachdenklich gemacht hat, getroffen hat, dann war es gut, denn es gab Gründe, kritisch in der Zeit mit ihm umzugehen. Im Übrigen, ich habe nach der Öffentlichkeit Ja, das war es wurde ein Jahr, was Normales in einer Demokratie, ein Jahr nach dieser zweiten Legislaturperiode, nach diesem blendenden Wahlsieg, der auch mit Hilfe der sozialdemokratischen Wählerinitiative zustande gekommen ist, wurde ich gefragt, was mir nach einem Jahr an der Politik gefällt, was mir missfällt. Das habe ich beim Namen genannt. Das werde ich auch weiterhin tun. Also eine Zusammenarbeit. Keine Schonung für Freunde. Keine Schonung für Freunde in öffentlichen politischen Ämtern.
Ganz ohne Sinn dafür, dass ein Freund wie Willy Brandt, ich war seinerzeit, und ich stimme Ihnen ganz zu, und Sie haben ihn besser gekannt als ich, dass er ein sehr verschlossener Mann war. Und ich will nicht sagen, dass ich ihn aufgeschlossen erlebt hätte, so dass ich es mit Entschiedenheit sagen kann. Aber ich war seinerzeit in seiner Nähe als Staatssekretär im Bundeskanzleramt, der sich vorbereitete, ständiger Vertreter in Ostberlin zu werden. Und ich habe seinerzeit den Eindruck gehabt, er war auch aus gesundheitlichen Gründen, aus Ängsten, die mit Gesundheit zu tun hatten, in einer Verfassung, in der er Schonung in der Öffentlichkeit freundschaftlich gefunden hätte. Sind Sie da unverändert sicher, es war richtig? Bin ich ganz sicher, dass es richtig gewesen ist und dass es auch die Auffassung von Politik, die ich als Schüler, wenn Sie so wollen, von ihm vermittelt bekommen habe. Für mich ist Willy Brandt ja weit über die Kanzlerschaft hinaus eine prägende Person gewesen. Er ist derjenige gewesen mit anderen, der etwas ganz Heikles versucht hat, das Gespräch mit Intellektuellen, ich meine jetzt nicht nur Schriftsteller im breitesten Maße, das hat überhaupt zu der Zusammenarbeit geführt. Und er hat als Vorsitzender der Sozialistischen Internationale in der Nord-Süd-Kommission prägende, bis heute wirksame und richtige Arbeit geleistet. Das ist für mich mit ein Grund, jetzt mit Egon Bahr und Peter Brandt und Christa Wolf und aus Ost und West einen Willy-Brandt-Kreis zu gründen, um die Impulse, die von ihm ausgegangen sind, weiterzuführen. Sie mögen sagen, es ist pathetisch, aber ich will das Wort von Egon Bahr aufgreifen. Wir müssen als Ältere die Fackel weiterreichen. Ist es pathetisch? Aus meiner Sicht nicht. Ich habe nur vermutet, dass Sie es als pathetisch anhören könnten. Was ist gegen Pathos zu sagen? Gar nichts in solchen Fragen. Deswegen sage ich es ja und betone es noch einmal. Wir haben Kinder und Kindeskinder, die im Gegensatz zu meiner Generation, obgleich wir von Trümmern umgeben waren, dennoch Hoffnung hatten, dennoch Ziele sahen, große. Wir wollten alles anders und besser machen, nur ein Bruchteil von dem ist realisiert worden. Die Generation heute sieht sich einer vordatierten Zukunft gegenüber. Und das sind ziemlich schreckliche Daten, die dort niedergeschrieben sind. Und da sind wir auch in einer gewissen Pflicht. Nein, nicht in einer gewissen. Wir sind in der Pflicht, obgleich mittlerweile im Dinosaurieralter, die junge Generation zu ermutigen, wieder politisch zu handeln, wieder politisch zu denken und dann erst denken und dann zu handeln. Es nicht alleine den Parteien und den Gremien zu überlassen. Sie wollen wieder 1998 für die SPD Wahlkampf machen unter bestimmten Bedingungen. Mhm. Eine Ihrer Bedingungen, Herr Grass, ist, dass die SPD nach der Bundestagswahl keine große Koalition mit der CDU eingeht. Ist das nicht eine intellektuelle Spielart vom Populismus? Nein, das ist eine... Hat denn Herbert Wehner nicht am Ende recht behalten, als er 1967 die SPD in eine große Koalition mit der CDU, CSU hineinzwang, woraus schließlich, was Brandt nicht geglaubt hat, Außenminister Brandt 1969 als Bundeskanzler hervorging? Wehner hätte die Koalition auch am liebsten nach 1969 fortgesetzt. Ja, aber ich frage nur nach der von damals. 67. Da gab es damals Gründe dafür und ich war froh, dass sie nach 2,5 Jahren vorbei war. Sie hat ja nur kurze Zeit gewährt und sie hat sicher ein paar Gleisstellungen, insbesondere was die Deutschlandpolitik, vorbereitet. Und es gab auch in der CDU damals Leute, denken Sie nur an den Außenminister Schröder, der davor war, die versucht haben, über Rumänien, wie auch immer, so etwas wie eine neue Politik zu versuchen. Das konnte man damals, ich habe es nicht für gut angesehen, so rechtfertigen. Heute gibt es keinen Grund dafür. Schauen Sie sich das Land Berlin an, das von einer großen Koalition regiert wird. Also schlimmer kann es nicht sein. Und ich fürchte, das Übertragen einer solchen geballten Macht und Entscheidungsunfähigkeit, wenn wir eine große Koalition für das ganze Land bekommen. Vielmehr käme es wohl darauf an, dass man die relativ unverbrauchten Kräfte, die ich bei den Grünen und auch noch bei den Sozialdemokraten sehe, dazu bringt und zwingt, die Dinge wieder in Gang zu setzen. Wir haben einen Reformstau. Wir haben Wie wollen Sie sie zwingen? Bitte?
Wie wollen Sie sie zwingen? Indem man sie in die Regierung hineinwählt und ihnen keine Alternative dazu lässt, keine Ausrede erlaubt. Wenn es so ausgeht, dass es nur nach dem Magdeburger Modell ginge. SPD und Grüne toleriert von der PDS. Was sagt Günter Grass dann? Also meine Einstellung zur PDS ist eine oppositionelle, ohne dass ich aber auch nur im Ansatz dazu geneigt wäre, sie zu diffamieren, wie es gang und gäbe ist. Und wenn eine Partei, die in der Opposition dann ist, wie die PDS, die Regierungsparteien, Grüne und Sozialdemokraten, toleriert. Also wenn der Kanzler mit den Stimmen der PDS gewählt wird. Dagegen ist nichts zu sagen. Das ist in einer Demokratie möglich und üblich. Möglich und üblich. Ich wünschte mir allerdings also eine Mehrheit, in der diese Frage nicht aufkommt, denn ich weiß, wie rasch das Feld der Diffamierung und beackert ist, wenn es um solche Dinge geht in Deutschland. Erlauben Sie mir eine letzte Frage, Herr Grass. Erklären Sie mir bitte, was es für Sie bedeutet, ein Deutscher zu sein. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Es ist eine unheilbare Liebe zu der Sprache. Und die Sprache ist verwurzelt in unserer Geschichte. Eine Sprache, die reich ist, die verführbar ist, die gar nicht so viele Härten hat, wie man sie im Ausland kennengelernt hat und gerne karikiert. Es ist die deutsche Geschichte, mit ihr verbunden. Nicht nur, und das wiegt leider nach wie vor am schwersten, die Last der Verbrechen aus den 12 Jahren des Nationalsozialismus. Es gibt auch die Geschichte der missglückten 48er-Revolution. Es gibt auch die vergeblichen Versuche der Paulskirche, lauter Dinge, die liegen geblieben sind, die man wieder aufgreifen kann, die mich nach wie vor interessieren. Ich habe ein sehr starkes und positives Verhältnis zum deutschen Föderalismus. Ich halte das für die zivilisierteste Form unseres Zusammenlebens. Ich hätte ihn mehr nach 89 gestärkt gewünscht, den Föderalismus. Also nicht eine vergrößerte Bundesrepublik, sondern ein Bund deutscher Länder, weil das für uns bekömmlicher wäre und für unsere Nachbarn, auch für ein zukünftiges Europa bekömmlicher wäre. Das ist nicht so gegangen. Aber das sind die Dinge, die mich mit Deutschland verbinden. Und das hebt sich auch nicht dadurch auf, dass ich dieses Vaterland, an dem ich nach wie vor mit meiner Art von Verfassungspatriotismus hänge, verlassen muss, um Luft zu schnappen.